Der Punkt ist immer noch da, wie ich es einfach... Wieso? Ich kann es nicht vorne machen, nein. Ich bin so effektiv so ein Vollidiot, weißt du? Das ist so das Beste. Hi, ich bin Siddharth Namida. It was a long time no see, to be honest. Ich habe sehr lange kein Video mehr gemacht, aber es sind so viele Sachen passiert. First of all, NCT 127 Comeback. Dann sonst noch hure viele Sachen. Genau, also. Das, was heute in dem Video geht, ist eigentlich, also es geht um NCT, to be specific geht es um Mark Lee. Also auf dem Kanal geht es ja nie um den Mark Lee. Also, anyways, funny story, ich war gestern an einer K-Pop Meet-Dings. Ich bin fett abgegangen, es ist zu Base gelaufen, aber maybe niemand hat noticed, aber ich hatte einen schwarzen Ring, der da oder da oder da oder da irgendwo war. Und dann steht so dort, das kommt so random Lieder, also nicht wie ein random, sondern es laufen ganze Lieder. Ich so... mein Kopf registert etwas, so Auto und ich so... Und ich habe einfach schon also und da neben mir ist die Wale gestanden und ich natürlich so BAM! Also ich habe sie nicht geboxt, ich habe sie nicht zusammengeschlagen. Ich bin excited worden, also mein Herz schlägt schon so BAM! BAM! Und ich so fuck! Und wenn ihr das, ich weiß nicht, ob ihr schon an einem Random Dance gewesen sind, aber wenn ihr das Gefühl kennt, die stehen so dort. Und dann kommt das Lied, das ihr kennt und plötzlich eure Augen, euer ganzer Körper ist so... Also ich tue euch das mal so demonstrieren, warte schnell. Und ihr jumpt so, ihr seid wirklich so... Also ja, bei mir ist das so. Und weil mein Kopf registert, ich kenne das Lied und mein Kopf registert irgendwie, das Lied ist letztens rausgekommen und dann registert mein Kopf, das ist NCT. Und ich so... Und in dem Moment, ich schlage sie nicht fest. Ihr geht's gut. Ich schlage halt, BAM! BAM! Also... Ja, wir haben dann wirklich gemacht und ich habe gelacht, weil ich bin. Und ich schlage und mein Ring bricht in der Mitte, aber schön in der Mitte. Also ich kann es euch zeigen, ich hole es jetzt nicht führen, weil ich bin faul. Aber er ist wirklich in der Mitte so zack durch. Und ich muss jetzt flicken. Und ja, das ist eigentlich fucking sad. Also ja, das ist mein Lieblingsring. Es ist wirklich effektiv mein Lieblingsring. Also ich habe das seit Anfang. Und ja, it hurts, but it's okay. Aber der Schwarze war so cool und ich bin richtig heartbroken. Aber anyways, das ist nicht das Thema, ich bin einfach abgegangen. Auf jeden Fall, heute geht es um etwas anderes. Und so habe ich vor 2 Monaten... Ja, vor 2 Monaten bin ich an einem Fancall. Ich war an einem Fancall mit der Wale, genau. Nein, ich war an einem Videocall mit der Wale. Und ich habe mir gedacht, jo, ich gehe auf Reddit. Und falls ihr wisst, Reddit ist ein bisschen wie Twitter, also etwa genauso toxisch, je nachdem. Und ich bin so ready, ich habe einen Comic über den Mark. Ich kann mir vorstellen, wie ich dort gestanden bin, ich so, oh mein Gott, Mark. Irgendetwas über den Mark, irgendetwas Schlechtes über den Mark. Der Titel von dem Tweet, das ist kein Tweet, von dem Text ist I'm tired of seeing Mark Lee everywhere. Und ich schon so, don't mess with me, I swear to God. Okay. Anyways. Ich sehe den Titel und ich bin schon ready zum irgendwie Hands throwen, aber ich lese mal den Text vor. I promise you this isn't another one of those I dislike Mark or Mark is overrated opinions on this sub. Yeah. Because I don't have any personal feelings against him, nor do I think he's overrated. He's super talented, hardworking, and just
an all-around great idol. I respect him very much. Now that I've got that out of the way, Mark is giving me nightmares. It's like he lurks around every corner and I can't hide from him. I've been trying to get away from him as much as possible, just because I've gotten tired. He has a huge presence in so many NCT songs that I've grown a bit sick of his voice. Seeing his face everywhere is getting exhausting too. I just need space. Und ab dem Punkt habe ich gedacht, es fühlt sich an wie so weißt, wenn man so gemarried ist seit 32 Jahren und irgendwann ist so, ich brauche einfach Space. Ich brauche einfach einen Time-Off. So. Die Marriage kann nicht weiterlaufen, wenn ich jetzt kein Time-Out habe. So, das gibt mir die Vibes ab. Anyways, again, I don't hate him, so don't take it the wrong way. NCT Dream was one of my safe spaces for a while now. Although they did tend to talk about him kind of frequently, and still do, it was bearable. And better than having him actually there. I was naive to think that SM wouldn't pull a quick on me and stick him right back in. When I heard the news that Dream would include Mark again, I was filled with utter terror. The only place I have left is Wavy, but he is so ingrained in my head that I feel like I can hear traces of him in their songs sometimes. Mark is someone you see at the edge of your bed, mid-sleep paralysis. I want SM to give him a rest, a rest, and stop putting this boy in every single device possible. I can't do it. Hoping with potential new units and groups that SM doesn't decide to include him. I need a break, and he without a doubt needs one too. Also. Wartet. Ich liebe den Text. Nicht, weil ich denke, oh mein Gott, ich bin tired of Mark, bye. Sondern, ich bin recht froh, dass der Mark in NCT Dream ist. Ich bin recht froh, dass der Mark bei NCT 127 ist. Ich bin recht froh, dass der Mark bei SuperM ist. Und desto mehr ich aufzähle, desto mehr merke ich eigentlich, fuck, der ist in so viele Units drin. Aber ich bin einfach froh, dass es den Mark gibt und dass er sein Zeug machen kann. I really appreciate that. He needs a rest though. I think that's like a well-known fact till now. So, the thing is, he is very, very talented und das mit dem, man hört seine Traces in anderen Liedern, das stimmt. Das ist wirklich etwas, je nachdem, ob man den Mark, wie sehr dass man den Mark stand und für wie lang, und dann ist das wirklich so. Also das ist zum Teil recht creepy. Aber auf das, was ich raus wollte, ist der eine Satz: Mark is someone you see at the edge of your bed mid-sleep paralysis. Dazu hat es noch gute Kommentare gegeben. Und zwar: You look into the corner of your bedroom and there is Mark staring at you with his big round eyes. He starts to say something, but you're not sure what he's saying because of the mishmash of English and Korean, along with a chorus of mms. Your blood runs cold. The last thing you hear is him whisper a thread. When we chopping is popping, we chopping. Das, was ich eigentlich sagen will, ist Nightmares. Das ist eigentlich das Thema für heute, und zwar erzähle ich wie ein Nightmare, wo ich über den Markt kann. Und es ist nicht mal ein Nightmare, es ist einfach ein richtig abgefuckter Traum, der mich nachher den ganzen Tag beschäftigt hat. Also, ich will euch vorstellen, der Traum ist vor etwa genau einem Jahr. Wir haben jetzt Oktober, also heute ist der 2. Oktober. Und es ist passiert vor, ich will jetzt sagen November, Oktober, so um dort herum, letztes Jahr. Und das Ding ist, zu dieser Zeit habe ich noch in meinem alten Geschäft gearbeitet und das hat 2 Stück gehabt. Einfach so, dass ich ein bisschen checke, um was es geht. Also, ich bin am Schlafen, effektiv, ich träume. Ich bin im Bett. Und in meinem Traum war es so, es hat draussen gewittert und ich musste aus irgendeinem Grund in meinem Geschäft übernachten. Und ich bin aufgegangen in den oberen Stock und ich habe dort gepennt. Es hat richtig heftig gestürmt draussen und blitzt und keine Ahnung was. Und am nächsten Morgen walke ich so die Stegen runter und ich sehe halt, dass die Sonne scheint. Und ich drehe mich um und dort hockt am Boden. Und ich habe nichts aufgemacht. Also die ganze Nacht die Türen zu. Und auf dem Boden hockt
23 Leute. 23 Leute. Nein, nicht 23 Mal der Mark, sondern effektiv NCT. Aber so, dass ihr mich versteht. Also, selbst ich in meinem Traum bin fucking verwirrt gewesen. Also, ich fange also an, ich walke dort rein und ich sehe die 23 Männer am Boden hocken. Und zwar wirklich im Schneidersitz, so wie eine Kindergartengruppe. Und ich so, what the fuck. Also, die stellen sich vor und einzige Person, die fluent Englisch kann, ist der Lucas. Und wenn ihr den Lucas kennt, dann wisst ihr, dass der Typ nicht fluent Englisch kann. Das ist schon mal der grösste Abfuck. Okay. Also ich habe mit dem Lucas und der Lucas ist super nice und er redet mit mir und alles. Und alle anderen Members reden auch mit mir. Also sie versuchen auch irgendwie zu reden. Und aus irgendeinem Grund kann der Johnny kein Englisch, der Jaehyung kann kein Englisch, der Tae kann kein Englisch, der Young kann kein Englisch. Es kann effektiv nur der Lucas Englisch. At this point. Also ich hocke an, ich rede mit allen mega herzig und so. Das sind alle in meinem Traum. Ich bin sonst der Lulu in meinem Traum. Das sind alle super nice gewesen. Es sind alle mega lieb gewesen, es haben alle versucht mit mir zu reden. Also im Sinne von a conversation zu haben, nicht im Sinne von oh mein Gott, sondern so wirklich einfach so a decent human interaction im Sinne von ey yo, danke, dass wir da bleiben, jo, wie heisst du, bla bla bla. Ich bin nicht so der Lulu. Also ich bin schon ein bisschen der Lulu, aber nicht in dem Sinn von. Und dann kommt aus dem hinterletzten Ecke, aus dem wirklich, ich weiss nicht, wo der sich die letzte halbe Stunde in dem Traum war, kommt der Mark führen. Und der Mark steht so da. Warte, ich muss irgendwo. Er steht literally so da. Also ich bin super verwirrt. Ich so, okay, warte. Wieso? Ich meine, ich habe gewusst, ich habe NCT gekannt in diesem Traum. Ich habe gewusst, wer NCT ist. Das war meine Urgruppe in diesem Traum. Und der Mark ist mein Old-Bias. Nicht in meinem Traum und in meinem Traum. Und ich bin so, what the fuck. Und ich versuche halt, ich so, hallo. Und aus irgendeinem Grund habe ich mich in diesem Traum sehr gut beherrschen, um nicht zu sterben. Und ich bin wirklich so an, ich so, hallo. Ja voll, ich bin die Amy und gell, du bist der Mark, ja voll, ich liebe deine Musik, du bist mega cool, sicher. Und er literally, also auf Englisch. Und er hat nicht geredet, er hat kein Wort gesagt. Er ist einfach angeguckt und er hat wieder nichts gemacht. Er ist einfach, also das ist mir das Erste. Dann ist er weitergegangen, keine Ahnung. Und der Mike war einfach so pissig. Er hat nichts gesagt, er war einfach asozial. Er hat mit keinem Member geredet, er hat mit mir geredet. Und das klingt wieder so, als ich so... Oh. Nein, aber so verstehen, was ich meine. Es war ein Traum, es war ein effektiver Traum. So. Und ja, im Vergleich zu was andere Members in dem Traum... Also, ich wache auf am nächsten Morgen. Und ich gehe in die Dusche und ich stelle meine Playlist an. Und ich sage noch, ich war so in meinen Thoughts drin. Und ich habe wirklich... Und dann, ich habe nichts vom Lied mitbekommen, bis ich am Mark seine Stimme gehört habe. Dann bin ich jedes Mal so... Und ich bin dann in die Schule gefahren, also ich hatte die Berufsschule gehabt. Ich bin so pissed gewesen. Also nicht pissed, aber so... Ich bin also auf dem Weg, ich bin im Tram. Und ich höre Musik und ich höre wieder nichts von der Musik. Mein einziger Kopf ist, ich glaube, der Mark ist nicht mein Bias. Wegen einem fucking Traum. I completely lost it. Ich so, der Mark ist nicht mein Bias. Nein. Und dann habe ich Hello Future gehört. Ich so, ist nicht mein Bias, nicht mein Bias. Here we go, Satellite Radio. Und ich so, nicht mehr mein Bias. Er war einfach nicht mein Bias. An dem Tag. Ich komme in der Schule an. Ich mache zu dem Gemeinschaftsraum, wo wir dort immer zu Morgen gegessen haben. Ich komme rein, zu meiner so, Martina. Und Martina, so one of my best friends, she was like, Namida. Und ich so, der Mark ist nicht mein Bias. Ich hatte einen Albtraum gehabt. Und ich so, ja nein, nicht ein Albtraum, aber so einfach, it was fucking weird. Es war wirklich weird gewesen. Ich habe wirklich den ganzen Tag, ich bin wirklich so, der Mark ist nicht mein Bias. Der Mark
Mark ist nicht mehr mein Bias, nein. Ich bin so genervt gewesen. Also nicht genervt, aber in dem Sinne von, das kann doch nicht sein, dass wegen so einem Scheißtraum der Mark nicht mein Bias ist. Das kann es wirklich nicht sein. Ich bin komplett durch an dem Tag. Also ich habe wirklich nicht gut geschlafen. Effektiv so. Also, ich hocke in der Berufskunde und ich bin an meinem Laptop und in der Pause ich bekomme ein Mail. Ein Mail von CD, wo ich meine Album bestelle. Es steht so, ja, das NCT Dream Album Hello Future ist verschifft worden. Also verschickt worden. Also ich sollte in den nächsten paar Tagen bei dir daheim ankommen. Und ich drehe mich um, ich schaue Martina an und ich so, ich schwöre dir, wenn ich dort drin einen Mark PC habe, das ist der einzige Weg, wie er wieder mein Bias werden kann. Sonst ich gebe komplett auf. Mark ist dann nicht mehr mein Bias. Nein. Und das ist die letzte Chance. Also nochmal zur Erinnerung, der Mark hat nichts falsch gemacht. Es war einfach nur ein Traum, den ich hatte, der mich so abgefuckt hat. Also einfach nochmal. What the fuck? Also wenn jetzt jemand zu mir kommt, wenn jetzt Vale zu mir kommen, also Vale, my best friend, wenn sie zu mir kommen und sagen würde, Amy, ich hatte einen Albtraum gehabt, nicht mal einen Albtraum, ich habe einfach einen abgefuckten Traum gehabt. Der Changwan ist nicht mein Bias, und ich so, girl, you're over-exaggerating. Und ja, ich habe over-exaggerated. Aber in dem Moment ist es einfach so abgefuckt, der scheiß Traum. Also, ich komme heim und auf dem Tisch liegt so ein Päckchen, so ein längliches Päckchen, wo halt mein Album war. Also, ich reiße es raus und ich denke mir, ey, ich mache ein Video. Und dann habe ich mir gedacht, ich mache doch kein Video und bin einfach angeguckt. Ich bin jetzt am Hocken auf meinem Bett, aber ich stehe jetzt, damit ihr es seht. Ich mache das Album auf, ich so, hey, Hello Future. Und ich schaue das an und ich schaue alle Members auf der First Page. Und ich gehe durch und ich schaue jedes Member an, so wow, cool. Und ich komme zum Mark und ich so, Ich gehe durch, ich so, wow, renn schon. Und irgendwann ich so, ja, Photocards, stimmt, das ist das Wichtige. Also gehe ich so da durch und irgendwann komme ich so zu der Seite, wo halt Photocards drin sind. Und Photocards sind umgekehrt gewesen. Ich weiß nicht, ob das immer so ist, bei mir sind es meistens, bei mir ist es immer so 50-50, so, ich habe keine Ahnung. So. Ich sehe die Photocard verkehrt, drehe die erste um und ich so, Chandler, ich so, yeah, Chandler, also das ist wirklich mega herzig, ich wirklich so, yeah, Chandler, oh mein Gott, das ist so herzig, weil die Photocard ist wirklich herzig gewesen. Nachher nehme ich die Sticker raus und in den Sticker drin hat es noch eine Photocard gehabt und die ist rausgefallen. Und nicht, es war immer noch verkehrt. Also das war wirklich krass. Und ich drehe sie um. Und ich drehe um und es war Jenna. Nein, es war ein fucking Joke, es war Mark. Es war effektiv Mark. Wieso würde ich jetzt nicht da stehen und sein T-Shirt anhaben, weil ich mir 40 Stutz gekauft habe. Also, ich drehe um Mark und ich schreie wirklich los. Ich schreie los, weil ich habe es komplett gelassen. Ich bin nicht mehr gesund im Kopf. That was a joke. Ich bin einfach, also doch, ich habe geschrien, aber ich bin schon gesund im Kopf. Aber vielleicht nicht so, dass ich über einen fucking PC schreie, aber ja, ich bin, genau. Ich kann euch mal die Photocard zeigen. Ich habe mir jetzt also ein Bein geholt, damit ich aussehe, als hätte ich irgendwie einen Plan, was ich mit meinen Photocards mache. Ich habe jetzt angefangen, Mark PCs zu sammeln. So habe ich mir aus Vancouver bestellt. Genau, das sind das sind also alle meine Mark-Fotocards, einfach schnell, dass ich flexen kann. Das wäre die Photocard. Hallo, fokussiert, genau. Also ich bin literally gestorben. Es war wirklich amazing. 10 von 10. Also ich habe mich einfach gefreut. Ich bin richtig happy. Ich habe mich glaube noch nie in meinem Leben so über eine Photocard gefreut. Ich habe by the way bei Two Baddies habe ich auch einen Mark PC geholt und ich so ja. Auf jeden Fall, ja voll. Genau, das war die Geschichte von meinem Nightmare über den Markly. Ich hoffe, es war irgendwie entertaining und nicht ganz zu delulu. Feel free to cancel me in the comments. Kollege. Aber ja, anyways, nochmal zur Clarification. Der Mark hat nichts falsch gemacht. Ich hatte einfach einen wirklich abgefuckten Traum gehabt. Und ja, he's still my bias. Oder bitter, I don't know. Auf jeden Fall. Ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video. Geht Two Baddies streamen. Ja. Und wir sehen uns alle im nächsten Video.
Leave a like and subscribe. Bye. Raw. New Access. 우리 밤 미쳐 봐봐. New Access, Access. 기준을 정하지 우리가. New Access, Access. 모여들기 시작해. Not right there, right here. Got the world under my belt. New Access, Access.